Welcome back, Underlord. I must say, I wasn't expecting you quite so soon. The transference may have left you feeling a bit foggy in the head. Focus now. I'll try to ease you back into it. Fortunately, this does seem to get easier each time. This is your home realm, the source of your power, and the anchor that binds you to reality. Many years ago it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Fortunately, you've returned from your exile to once again challenge those who would stand between us and the mortal realm of Kairos. Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire, now led by the newly crowned Emperor Lucius. But he is least and final of our worries. It's his generals and the protection of their goddess Kira that will truly test our mettle. Ready yourself, Underlord. Let's begin our war for the Overworld. Welcome back, Underlord. It's been a long time since you were banished to the ether. You've returned as a husk of your former self, but I've taught far denser Underlords than you. Let's start with the basics. This is your dungeon core, the tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs, but their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones, marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your lackeys get to work, look to the east of your dungeon core. So, und damit Servus und Hallo zu meinem allerersten Let's Play to War for the Overworld. Wir sind hier im Tutorial-Modus, damit ich mich einmal wieder reinfuchsen kann, weil es erinnert mich doch alles sehr stark an Dungeon Keeper 2, aber vielleicht hat sich das ein oder andere doch geändert. This is a gateway. One of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Order your workers to dig a path to it now. Okay, also nach meiner Erinnerung hat sich bis auf das Aussehen ein bisschen und die Namen, die heißen nicht mehr Imp, sondern jetzt Arbeiter. Klatschen kann ich sie immer noch. Nicht viel geändert. Gut. Kommt mir natürlich sehr gelegen. So. Now that you have a gateway, minions can enter into your service. But first you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tiles. Most rooms must be built at least 3 by 3 in order to function properly, though the lair and vault are effective at any size. So, ich soll 3x3 bauen. Das ist mir aber zu wenig. Ich baue alles 5x5. So bin ich es aus Dungeon Keeper 2 gewöhnt und es wird hier bestimmt nicht verkehrt sein. Ich muss hier nur noch eine Ebene mehr bauen. So. A gnarling has entered your dungeon. A gnarling has entered your dungeon. Attracted by the barracks,
These green-skinned scrappers aren't quite right in the head, and they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, Gnarlings will train themselves within your barracks. You can pick them up with a click if you find them slouching off, then deposit them anywhere within your dungeon with a right click. For further entertainment, you can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. You can increase the efficiency of props within your rooms by fortifying the walls closest to the props. Workers will fortify walls automatically when they've completed all their other tasks. Now that you have some minions, you will need to cater for their basic needs. First, build a lair, so the pitiful little meat sacks can get some rest. So. Ich soll ein Refugium bauen. Das die Schlafkammer entspricht. Aber der Training, ich will die Kaserne bauen. Verdammt mich doch einer. Lass mich doch. Okay. So. Darf ich jetzt was anderes bauen? Ein Feldrefugium reicht doch. Aber funktioniert genau wie damals. Nur beim Fallenlassen werden die nicht kurz betäubt. Schade irgendwie. Fand ich eigentlich mal ganz nice. So. But see how your gold reserves have been depleted. Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging the gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16,000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pan. This room produces scores of micro-piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. So, auch das ist gleich. 16.000 kommt mir auch noch sehr bekannt vor. Nur ich wollte die Mikroferkel 5x5, das passt nicht wegen diesem blöden Felsen. Also reißt man die Mauer weg. So, das Refugium. Oh ja. Zack. Mikroferkel. Your dungeon has been breached. Cast Rally upon these spectres, and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. Da. So. Das Refugium wollte ich noch ausbauen. Zack. Ah, Errungenschaft. Real Keeper. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Your gnarlings made short work of those spectres, but see how they still circle the flag. You can dismiss rally flags by slapping them with a right click. This should allow your minions to return to their jobs and tend their needs in a timely fashion. You can cast Recall upon a minion to immediately return them to your dungeon. Though if they are attacked as it channels, then the spell will fizzle into nothing. Gut, der Rückrufzauber ist also der Symbiose-Zauber. Nee, Quatsch. Rückruf ist zurückrufen. Und die Übernahme ist Symbiose. And I've been waiting far too long to begin my war for the Overworld.
Let us enter the realm of Kairos and continue your retraining against a more fitting enemy. Well done, Underlord. I see it's all coming back quite quickly. I expected nothing less, but there's much still to learn. Why don't we work in a bit of murder while we're at it? It's time for you to enter the realm of Kairos. Ja, dann tun wir das Reich mal betreten. Da. Now's the time for a bigger challenge. Before you lies an Imperial keep, guarded by a certain Lord Rusimov. He had a bit of an accident that melted most of his face, but he's no less vigilant a soldier. He's been sent to guard an object that could threaten our campaign. Get in there and burn the rest of him, Underlord. So, die Erfolge abschließend, das kriegen wir hin. Innerhalb von 9 Minuten. Dafür baue ich zu gerne. Das wird schwierig. Aber es gibt wohl ein verstecktes Artefakt. Werden wir wohl mal suchen. We've punctured the veil of this world through a schism, a point of weakness in the bonds between realms. Unfortunately for us, the Empire has crafted defenses to keep us from the heart of their kingdom. These inhibitors prevent underlords from trespass, but whether it's bone or stone, it can be broken. I suspect that this Empire force has yet to taste true battle, but before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Open them now, and use a sin to unlock the archive. Unfortunately for me, your time in the ether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, you will need to access the veins of evil. Ja, das habe ich vor. Also, erstmal Gold haben wir. Räume bauen. So. Archiv freischalten. Archive unlocked. This room will allow your minions to research additional sins, which can be spent to recover your lost powers. Build one now to begin researching additional sins. Okay, das ist also die etwas anders aussehende Funktion der Bibliothek. Aber schön, wie viele Parallelen zu dem... Prioritize objectives in a specific area. Place a worker rally banner in that location. Ja. Build an archive, Underlord. Your forgotten powers are far more impressive than those you currently wield. Dann lass mich doch. Nicht da. Zack. You'll need to claim the nearby gateway before minions can enter your dungeon. Das ist logisch. Pennen müssen die auch irgendwo. Immer so viel Feuerwerk um nix. You have claimed a gateway. A cultist has found its way into your dungeon. Attracted by the magical tomes within your archive, these minions will spend most of their time researching sins for you. Though they are weak combatants, they have the power to curse your foes, making them weak to your other minions' blows. Your minions are unfortunate beings of weak flesh,
Build them a lair so they may rest. Das hatte ich vor. So. Sollte als Refugium dienen. You've gained an additional sin. Und A hungry minion can always find work elsewhere. Build a slaughter pen before your minions starve. You've discovered a perception shrine. okay, Beobachtungsschrein. Das ist neu. You've claimed a perception shrine. Ach, damit kann ich weiter in die Welt gucken. Your vaults cannot store any more gold. So. Brauche ich halt eine Schatzkammer. Kommt aber später. Ich gebe jetzt auch wieder Geld aus. Daher. Kommt meine Schergen. Your cultists have worked hard to earn a new sin. Use it within the veins of evil to unlock the tavern. This room provides your minions with succulent cooked pig flesh and stout ales. After eating a meal within its hearthed halls, their spirits will be raised, increasing their productivity for a short time. The tavern is an essential room for keeping your minions fed. As they increase in level, they will eventually rebel if there is no tavern to sate their hunger. To remove the fog of war in a particular area, cast the prophecy's help, which can be unlocked in the veins of evil. Build one now, and remember that the tavern is unique and must be built at least 3 by 5 in order to be effective. Prophecy will temporarily remove the fog of war in a small area, allowing you to scout the map and spy on your enemies. 5x5 ist okay. Yet another sin for you to spend, Underlord. Taverne. Das ist neu. Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Aber gut, wenn die das haben wollen, kriegen sie eine Taverne. You've got another sin, you devil, you. So. Bauen hier ein bisschen Schatzkammer hin. So. Und hier brennen wir uns mal durch, weil dahinter ist ja ein Weg, der relativ weit reicht. Hier müssen wir mal im Auge behalten. Weil wenn die da hier durchbrechen, gehe ich von aus. You'll still need a slaughter pen in order to keep your tavern stocked. But in a pinch, you can always drop some alternative meat into the grinder. Rooms will only attract a certain number of minions before becoming full. In order to attract more, you'll need to expand them. Okay. Payday has come again. Nothing in this life is free, Underlord, and you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Be sure to keep an eye on your reserves, for if you've not enough gold for their wages, they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Fortunately, your minions will return some of their earnings by buying meals within your own tavern. What a delicious arrangement. Es hat so ein bisschen was aus Mischung von Folterkammer und
Casino. So. Mach dich auf den Weg. Das könnte was dauern. So. Something evil stirs out there. Scouts, go find what the hell's making all that racket. Rally your minions to defeat these scouts once they breach your dungeon. Let's keep Sarusimov in the dark a little while longer. You should try using the lightning and heal spells to assist your minions in combat. Ah, da kommt was. Lightning will call down a thunderous bolt of energy, damaging and stunning a single enemy. However, it can only be used within your own territory. So, ich habe die Sache schon alleine geregelt, Jungs. Ihr könnt Feierabend machen. Da kommen die nächsten. Also, doch wieder. Kommt. The health of minions is represented by petals surrounding their unit shield. Once no petals remain, a creature will fall unconscious and soon die, unless returned to its lair to recover. Ja, komm. Einmal draufhauen. This is no game, Underlord. Rally your minions to defend your dungeon core. They should be back by now. Ugh. Bar the doors. We wait for reinforcements. Look how easily your minions cut down these sappers. If I didn't know better, I'd say the Empire is woefully unprepared. To have your minions ignore rally flags and remain focused on their current objectives, you can assign them to the Peace Band. Hey, die Artefakte sehen fast so aus wie bei Dungeonluft 2. Da waren sie viereckig. Aber trotzdem golden. Und die werden, zumindest bei Dungeonluft 2, in die Bibliothek. An army comprised solely of cultists would swiftly be cut down. Build a barracks to attract Narlings to round out your army. Bringen sie auch hier hin? Ja. Ach, die müssen erst identifiziert werden. Das ist auch neu. Früher konnte man die direkt benutzen. Sobald die auf eigenem Territorium. You can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. Erstmal identifizieren, dann könnt ihr trainieren. So. Oh, geht aber zügig. Ja. You've identified an artifact of gold. Activate it to bestow a large amount of gold to your vaults. 25.000 Gold. Your coffers have been filled with additional gold. If you don't want to do something, you could at least vocalize it, Underlord. So. Damit könnten die dürfen jetzt auch mal trainieren. Ah. That's enough training for now. When you're ready, rally your minions to the inhibitor and defeat Sarusimov.
Okay. 12% erst. Da geht noch ein bisschen. So, mal schauen, wie lange die brauchen, um sich da durchzubuddeln. Violets are blue. Minions are dying, all thanks to you. Ich mag den Humor, ja. Ja, doch. Auch aber ganz schön. Länger als bei 2. Ich mach von aus. Finde ich aber besser. Bei 1 konnte man die ja gar nicht durchdringen. Bei 2 ging es dann relativ zügig mit höher gelevelten Imps. Das dauert. Finde ich auch besser. So lange könnt ihr ja trainieren. Genau. Rutsche erstmal von dem einen ins andere Bett und dann steh auf. Mache ich auch immer so. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Das dauert zu lang. Hauen wir die Tür ein. Your workers will attempt to rescue them and return them to their lair, where they may rest and recover. Ja, das ist ja auch bekannt. Dass sie sich dann im Schlafsaal erholen können. Komm. Kann ich Zauber eigentlich auf anderem Territorium wirken? Ne. Heilung? Heilung geht. Gut. Wie wäre es, wenn ihr erst den einen platt macht? Und dann den nächsten. So. Ich glaube, ich habe den Raum neutralisiert. Scheint ja irgendwie Magier. Egal, ist Ruhe. Schade, dass ich den Zauber nicht habe, dass man mehr Arbeiter dazu holen kann. Dungeonkeeper 2 gab es den von Anfang an. Vielleicht später. Let's hope your vault is brimming, Underlord. It is payday. Ja. Ich glaube, daran scheitert es heute nicht. Bisschen schneller, wenn ich bitten dürfte. Ich würde gern so die eine oder andere Tür eintreten. So. Bitteschön. Da ist kein Schloss vor, die ist abgeschlossen.
Und drin. Eins nach dem anderen. Erst einnehmen, dann Türen eintreten. Ja. Time to saw some logs. Not bad, then. Long day. Und Tür eintreten. How is this? Er kommt. Alles in allem muss ich aber sagen, dass ich sehr begeistert bin, dass endlich ein für mich sinniger, schlüssiger Nachfolger zu Dungeon Keeper 2 endlich da ist, was meiner Meinung nach Dungeons nicht geschafft hat, also nicht mit dieser Erinnerung an meine Kindheit und EA sowieso nicht, weil dieses Free-to-Play Dungeon Keeper habe ich erst gar nicht ausprobiert, weil es meine Erwartungen niemals hätte erfüllen können. Und ich verstehe auch nicht, warum EA großartige Titel einfach so in den Sand setzt. SimCity, ja, und Dungeon Keeper und bestimmt noch andere Titel. Und andere Spielehersteller dann einfach die Ideen aufgreifen und dann auch vernünftig umsetzen. City Skylines, ja, großartiger Städtebausimulator. War for the Overworld, vernünftige, für mich sinnige Nachproduzierung von Dungeon Keeper. Also für mich ist es, als hätte ich Dungeon Keeper nie aufgehört zu spielen. Also gut, sieht ein bisschen anders aus, aber auch nur oberflächlich. Die Viecher heißen ein bisschen anders. Ja, statt im sind es Arbeiter. Das ist aber bestimmt auch mit den Rechten ein Problem sonst gewesen. Aber man merkt, dass frühere Beteiligten von Dungeon Keeper in diesem Spiel auch mitgewirkt haben. Also für mich ist wieder so ein Schritt in meine Kindheit, wo ich, wie alt war ich? 12, als Dungeon Keeper 1 rauskam. 97 war das. 98 kam ja dann Dungeon Keeper 2. Und seitdem immer wieder ausgegraben, immer wieder mal gespielt. Und jetzt kann ich es wieder spielen. Top. Und jetzt haben wir dem erstmal schön über die Mütze. So, wenn ich denn jetzt hinkomme. Machen wir schneller. Na, kommt was hier irgendwo nichts. Da, zack.
Alles dahin. So. There's a stain on your dungeon floor that simply won't rub out. Ja, das ist blöd. Wenn ich den Fleck nicht wegkriege. The light is gone. Cure, Ähm. I am extinguished. It seems almost charitable to put him out of his misery. Well done, Underlord. You're learning much faster this time. We've barely even started, and you already have a notch on your belt. Well done, Underlord. But there's no rest for the wicked. 2 inhibitors still stand between us and the mainland. But after your butchery of poor Lord Rusimov, I doubt they'll be as weakly defended. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr zusammen mit mir wieder in meine Jugend zurückgegangen seid und bis zur nächsten Folge.